Ja, bei Webseiten geht es ja immer darum, die Alleinstellungsmerkmale eines Unternehmens hervorzuheben, einfach um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Für mich bedeutet das auch, bewusst etwas anderes zu machen als die Konkurrenz. Und dafür eignet sich diese Sektion eben ideal, da sie beispielsweise für Hotels oder Spas perfekt ist, überall da, wo es darum geht, einfach Emotionen beim Nutzer zu wecken. Und ich zeige dir jetzt, wie du das Ganze in Bricks und BricsForge selber umsetzen kannst. Ja, wenn wir uns die Sektion noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir beim Runterscrollen im Prinzip diese Sektion hier gepinnt haben. Wir nutzen aber dafür die Position Sticky später, also gar nicht den Pin-Selector von GSAP, sondern das Ganze ist auf Sticky gesetzt und dann wird diese Sektion hier größer. Ist aber anders, als man erstmal denkt. Also das Bild hier in der Mitte wird nämlich nicht hochskaliert, sondern wir haben eine Maske drumherum. Ich zeige dir gleich, wie das Ganze aufgebaut ist. Und diese wird größer und so sieht es eben so aus, als wenn unser Bild in der Mitte größer werden würde und ganz am Ende wird dann eben noch unser Text hier von der Opacity Zero eingeblendet und wenn ich weiter scroll, komme ich dann eben hier zur nächsten Sektion. Okay, wir fangen zunächst einmal damit an, den Sticky Container auf die Seite zu bringen. Dazu füge ich mir natürlich erstmal eine Section hinein. Den Container lösche ich jetzt zunächst einmal raus, benötige dann zwei Blöcke und in meiner Section lösche ich erstmal zunächst das komplette Padding raus. Das Element nenne ich Sticky Wrapper und hier dieses Element nenne ich einfach mal Sticky Item. Die Sektion nenne ich Image Zoom. Und jetzt kann ich hier meinen Sticky Wrapper zunächst einmal eine Höhe von 300 VH geben. Setze diese dann auf Position relativ und kann jetzt hier mein Sticky Item eine Höhe von 100 VH geben und eben auf Position Sticky setzen. Ich gebe dieser Sektion noch einmal eine Hintergrundfarbe, einfach damit wir sehen, ob diese Sektion noch jetzt wirklich sticky ist. Schauen uns das Ganze einmal im Frontend an und scrollen hier runter. Die Sektion ist ja eigentlich nur 100 VH, aber wir sehen jetzt, dass sie hier sticky ist. Wir können uns direkt einmal hier noch zwei Spacer hinzufügen, dass wir einfach sehen, wenn wir scrollen, was passiert. Diesen gebe ich eine Höhe von 50 VH. Und wir schauen uns das nochmal an. Also wir scrollen und ab hier ist eben mein Sticky Item sticky. Ich scroll weiter, 300 VH und komme dann eben hier zu meiner nächsten Sektion. Okay, in meinem Sticky Item benötige ich einen weiteren Block. Und zwar nenne ich diesen Sticky Inner und kann diesen dann schon mal auf Position relativ wieder setzen, weil ich in diesem Sticky Inner gleich drei weitere Elemente benötige, die auf absolut gesetzt sind. Heißt hier einmal Position relativ und wir möchten, dass dieser 100% von der Höhe ist, 100% von der Breite ist er ja schon und kann jetzt hier drei weitere Elemente hinzufügen. Habe hier mein Image, Wrapper, mein Mask, Wrapper und meinen Content, Wrapper und kann diese jetzt alle auf Position absolut setzen. Wir machen das mal anders und zwar setze ich den ersten auf Position absolut mit einem Inset von 0 und möchte, dass dieser eben auch eine Höhe und Breite von 100% hat und kann mir jetzt diesen zweimal duplizieren. Habe hier meinen Mask, Wrapper und meinen Content Wrapper. Ich lösche einmal wieder die Hintergrundfarbe aus diesem Element hier raus. Das war ja nur zur Demonstration einmal. Und kann mir jetzt hier mein Bild einfügen.
Und zwar hatten wir dieses Bild. Das möchte ich auf Object Fit Cover setzen. Gebe dem auch 100% von der Höhe und Breite und setze es auf Absolut. Und füge hier jetzt meine Maske hinein. Und zwar zeige ich dir einmal das Bild, was ich dafür nutze, wenn ich es denn finde. Genau, das hier ist die Maske. Du siehst, im Prinzip ist dieser Bereich ist eben weiß und in der Mitte ist es eben transparent. Das ist das Geheimnis dahinter. Hat eine Größe von 3 Kilobyte, also sollte die Ladezeit auf jeden Fall auch nicht negativ beeinträchtigen. Alttext können wir hier rausnehmen, weil wir das auf jeden Fall auf ARIA-Label Hidden setzen werden, damit es für Screenreader auch nicht auffindbar ist, das Foto. Wir setzen es mal auf Full. Das andere Foto möchten wir auch volle Größe haben. Und hier geht es dann auch einmal mit Object Fit Cover weiter und auch auf Position Absolut mit 100% Höhe und Breite. Und wir kommen der Sache auf jeden Fall schon mal näher. Okay, wir benennen noch einmal die beiden Elemente und möchten jetzt hier von der Maske den Figure Tag entfernen. Und damit das Ganze eben für Screenreader nicht auffindbar ist, ARIA Hidden True. Und somit ja, ist das Ganze eben auch für Screenreader. Funktioniert das Ganze. Wir möchten es hier noch auf IGA setzen, damit einfach hier meine Maske jedes Mal vorgeladen wird und das Bild eben verdeckt. Wir speichern das und können uns im nächsten Schritt dann um den Content Wrapper kümmern. Okay, in meinem Content Wrapper möchte ich zunächst, also er wird ja, wenn wir uns die Animation noch einmal anschauen, wird der ja hier Text und Bild beinhalten und damit hier mein Text nicht komplett am Bildschirmrand klebt, möchte ich hier ein, diesem ein Padding geben und zwar mein ganz normales Section Padding. Heißt, also ich nutze wieder Core Framework und habe hier eben mein Section Inline Padding und mein Section Block Padding. Möchte ich aber, okay, zu diesen beiden Seiten mein Inline Padding und okay, Moment, Section Inline Padding, Section Inline Padding und hier oben eben kein Block Padding, nur nach unten. Und hier möchte ich jetzt meinen Container einfügen, damit das Ganze eben auch auf sehr großen Bildschirmen funktioniert und mein Text nicht komplett nach außen wandert. Kommt hier mein Container hinein und kann jetzt hier meinen Text und meine Überschrift und meinen Text einfügen und mir das Ganze speichern. Jetzt möchte ich hier den Container beziehungsweise im Content Wrapper meinen kompletten Inhalt unten ausrichten. Das passt und ich speichere mir das und können uns im nächsten Schritt um den Z-Index kümmern. Okay, dadurch, dass diese drei Elemente ja jetzt absolut, also mit der Position absolut übereinander liegen, vergeben wir hier noch jeweils einen Z-Index und zwar hier ein Z-Index von 1, weil das ist ja die Maske, die soll ja immer über dem Bild liegen und meinem Content Wrapper, der soll ja ganz oben positioniert sein, ein Z-Index von 2. Und im nächsten Schritt können wir jetzt dem Ganzen hier Klassen vergeben. Haben wir ja im Prinzip noch nicht gemacht. Heißt, wir haben hier unser Heading. Dieses Text gebe ich noch Lead mit und ich schaue einmal, ob im Prinzip hier alles richtig benannt ist, dass wir keine doppelten Sachen drin haben und das Ganze sieht gut aus. Ich nutze Advanced Thema und kann jetzt hier eben jedem Element eine Klasse geben. Create Classes und wir sehen, wir haben auf jeden Fall hier jedem Element eine Klasse gegeben und können jetzt ja, das Ganze gleich noch weiter stylen. Ich füge mir zunächst noch den Text ein, den ich aus der Vorlage habe. Und vom Ding her müssen wir jetzt nur noch hier ja, meinen Text-Wrapper etwas stylen, so wie es eben in der Vorlage auch war.
Wir sehen, dass hier eben der Text mittig ausgerichtet ist. Und schauen uns das mal auf einem größeren Bildschirm an. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine maximale Breite. Gehe hier einfach mal mit 30 Charaktern. Genauso sieht es aus mit dem Text hier. 40 Charakter. Schauen wir das an. Okay, wir müssen noch unseren Container hier auf Space Between setzen und das sieht auf jeden Fall schon relativ gut aus. Schauen wir mal in die Vorlage. Ja, okay, mein Text war hier deutlich breiter. Gehen wir mal auf 50, 70, 60. Okay, so soll es passen. Speichern wir das. Und brauche hier auf jeden Fall noch ein Gap drin, dass das Ganze auf kleinen Bildschirmen hier auf jeden Fall immer genug Abstand behält. Gehe mit Space XL und wenn sich das Ganze dann später auf kleinen Geräten stackt, also auf Mobilgeräten, habe ich hier ein Content Gap, das ist glaube ich Space M in Core Framework eingestellt. Und ja, können jetzt im nächsten Schritt, insofern ich nichts vergessen habe, ich schaue gleich nochmal weitermachen mit der Animation in BricsForge. Okay, ich öffne mir zunächst einmal das BricsForge Panel und erstelle mir eine neue Timeline. Wir nennen die genauso wie wir unsere Sektion hier genannt haben, Image Zoom. Und können hier dann zunächst einen Trigger wählen. Und zwar wollen wir das Ganze ja natürlich beim Scrollen ja, implementieren. Und als Scroll Trigger nutzen wir hier die Section, kopieren wir die Klasse raus und kopieren wir diese hier rein. So, wenn wir uns die Animation nochmal visualisieren, dann wissen wir ja, dass sobald hier meine Sektion den Top-Part meines Browserfensters erreicht, hier meine Maske hochskaliert werden soll. Dementsprechend können wir hier eintragen Top, also Top-Part meiner Section. Und zwar, wenn diese den Top-Part meines Browserfensters erreicht, dann soll die Animation eben beginnen. Und die Animation soll beendet werden, wenn sich mein Top-Part minus 200% überhalb sozusagen meines Browserfensters befindet, weil wir haben ja 300 VH eingetragen von der Höhe hier letztendlich. Und so funktioniert das dann eben perfekt, dass ich dann zu meiner nächsten Sektion hier hinkomme, ohne dass irgendwas überlappt. Wir möchten dann auf jeden Fall noch hier Use Scrub ja, einstellen, weil das Ganze ja passieren soll, während wir scrollen. Und können dann hier die erste Animation erstellen. Und wir möchten als allererstes, dass meine Maske hochskaliert wird. Dementsprechend können wir uns hier die Klasse von meinem Mask Wrapper rauskopieren. Und diese möchten wir als allererstes animieren. Methode auf jeden Fall to, weil wir möchten, dass mit dieser was passiert und wir möchten, dass diese skaliert. Und ich skaliere mir die jetzt einfach so weit hoch, bis hier diese mein Browserfenster erreicht. Ungefähr so. Und speichere mir das und kann mir schon mal anschauen, wie das Ganze im Frontend aussieht. Meine Sektion erreicht eben meinen Top-Part. Ich scrolle weiter und sehe, dass das auf jeden Fall schon wunderbar funktioniert. Und wir müssen jetzt uns nur noch hier um unseren Text kümmern. Der soll natürlich jetzt weiß sein und auch ja, etwas später eingeblendet werden. Als allererstes können wir unseren Text nochmal, unsere Textfarbe ändern. Und zwar möchten wir hier jeweils diesen Weiß machen. Genauso für den Lied. Speichern wir das. Und ja, ich hatte noch in der Vorlage auf jeden Fall hier ein leichtes Overlay über mein Bild. Das können wir auch noch einmal eben machen. Und zwar
können wir hier dem Ganzen noch ein Overlay geben. Leichte transparente Farbe von meiner dunklen Farbe. Ungefähr so. Schauen uns das an. Jetzt kann man den Text auf jeden Fall sehr gut lesen. Und jetzt müssen wir diesen nur noch rein animieren. Und zwar gehen wir wieder in die Animation rein, fügen eine neue Animation hinzu, ziehen uns diese etwas hier nach vorne und müssen uns nur hier unseren Content Wrapper rauskopieren. Und möchten hier jetzt Methode from wählen, weil dieser ja von einer Opacity Zero kommen soll. Das heißt, wir gehen hier rein, Opacity Zero und möchten unsere Duration auf jeden Fall etwas nach unten setzen und schauen uns das Ganze an. Und sehen, dass das Ganze eigentlich schon wunderbar funktioniert. Wir können noch einmal mit der Vorlage vergleichen. Ich meine, ich hätte den Text etwas schneller oder früher eingeblendet, aber hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen rumspielen, bis es perfekt passt. Und ja, würde mich freuen, wenn dir das Tutorial weitergeholfen hat. Ich habe auf jeden Fall die Download-Links so einmal zur Bricks Forge Datei und auch zum kompletten Bricks Setup hier in die Videobeschreibung gepackt, den Link dazu, wo du ihn dir einfach kostenlos runterladen kannst. Würde mich freuen, wenn es dir weitergeholfen hat und sag ciao, bis zum nächsten Mal.